Das ist kein Schreibfehler. 890 € für eine Karaffe Armagnac. Um das mal einzuordnen. Für 890 € bekommt ihr über 20 Flaschen eines 20 Jahre alten Armagnac. Ihr kauft hier also keinen simplen Drink, sondern flüssige Geschichte, welche zur drittbesten Spirituose der Welt gewählt wurde. Ob das Ding den Hype und das Geld wirklich wert ist oder ob wir am Ende nur für teures Flaschendesign bezahlen, starten wir mit der Wahrheit im Glas. Herzlich willkommen bei Arcor Germany. Was steckt drin? Armagnac, die über 50 Jahre auf dem Buckel haben. Das ist flüssige Geschichte. Der Ross ist bekannt für die vielen verschiedenen Jahrgangsabfüllungen, welche sie haben. Für den Lahm hat man nun die besten Fässer ausgewählt und miteinander verschnitten, um das perfekte Gleichgewicht zu finden. 50 Jahre im Fass. Stellt euch mal vor, was da an Angels Share flöten gegangen ist. Da bleibt am Ende nur noch die Essenz übrig. Es geht hier nicht nur um den Inhalt. Diese Karaffe ist ein Kunstwerk für sich. Mundgeblasen von Monsieur Vera, einem Glaskünstler aus Landes. Entscheidet man sich für diese Flasche, erhält man dazu eine Fasstaube, auf welcher die Flasche steht, welche jahrelang Armagnac geatmet hat. Die Flasche symbolisiert die Form einer Träne, aus diesem Grund auch der Titel Une Larme. Das Spirit Journal testet 1000 verschiedene Spirituosen und dass es jetzt hier ein Armagnac weltweit gesehen auf den 3. Platz geschafft hat, ist ein absoluter Ritterschlag für die ganze Region. Es zeigt, Armagnac muss sich hinter keinem High-End-Whisky oder Cognac verstecken. Es geht um Authentizität und Exzellenz, ohne Kompromisse. Und natürlich möchten wir auch noch ganz kurz auf die Zahlen und Fakten der Abfüllung schauen. Aber eines würde mich an der Stelle auch noch sehr interessieren. Was war das teuerste, was ihr jemals für eine Flasche Spirituose ausgegeben habt? Schreibt es mal sehr gerne in die Kommentare rein und schreibt auch gerne dazu, ob ihr den Kauf bereut habt oder ob es eine Flasche war, wo ihr sagt, die war wirklich jeden Cent wert. Die Zahlen und Fakten sind wir sehr schnell durch, denn es gibt nur sehr wenig Informationen jetzt zu dieser Abfüllung. Es ist der Armagnac von der Ross. Er ist mindestens 50 Jahre alt. Ich habe auch hier eine Angabe gefunden, da steht bis zu 75 Jahre alte Armagnacs sollen darin sein. Wir haben hier den Alkoholanteil mit 42%. Weiß nicht, ob es eine Fassstärke ist. Ich vermute es mal, aber hier keine 100%ige Garantie an der Stelle. Es sind keine Zusätze in diesem Armagnac. Es ist ein Blend, also ein Verschnitt aus verschiedenen Fässern. Und wir haben hier die Flaschengröße mit 70 cl. Der Flaschenpreis, der günstigste, den ich jetzt gefunden habe, zum Zeitpunkt, wo ich das Review hier mache, liegt bei 890 €. So, und natürlich starten wir auch dieses Review mit dem ersten Blick einmal auf die Farbe. Farbtechnisch, es ist ein sehr schöner, tiefer Bernsteinton, vielleicht sogar auch schon eher so Richtung Mahagoni gehend, also definitiv vom Fass ein bisschen was da. Und wir schauen auf die ersten Aromen, schauen mal, was wir finden können. Ja, und von dem ersten Eindruck, man spürt, wie diese süße Noten richtig wie so eine Wolke über diesen anderen, etwas würzigeren Aromen schwebt. Also primär viele Trockenfrüchte sind vorhanden bei dieser Nase. Es ist aber auch ein brauner Rohrzucker da. Und dann ist es so eine gewisse Holzpoliturnote, die ich habe. Also sehr interessant, die Nase. Dann ist es auch eine schöne Zimtnote da. Getrocknete Orangen, aber so ein bisschen eher die kandierten trockenen Orangen. Ja, vielleicht sogar schon ein bisschen was so Richtung einem Früchtebrot, wenn man möchte. Auch ein bisschen was an getrockneten Äpfeln sind da. Sehr schön. Die Datteln sind auch vorhanden. Ja, und auch so eine gewisse Haselnussnote, also auch die Nussigkeit ist da. Also ihr merkt schon von den Aromen her, unglaublich komplex, sehr viel drin in dieser Nase, sehr schön. Was das Ganze eben nochmal so besonders jetzt macht für mich, es hat eine unglaubliche Eleganz in der Nase schon drin, dieser Armagnac. Also wenn man so ein Parfüm erfinden müsste, so müsste es riechen. Das ist wirklich ein traumhafter Geruch. Dann wollen wir jetzt mal probieren. Santé. Geschmacklich. Es geht auf dieser eleganten Schiene weiter. Auch hier eine leichte Würzigkeit, aber nicht so viel. Was jetzt hier im Geschmack mehr präsent war, war das Rancio. Richtig dieser Erdboden, dieser Waldboden, richtig intensiv jetzt da gewesen im Geschmack. Und diese Kombination aus diesen süßen Noten, die Würzigkeit, ist hier
perfekt gemacht in diesem Armagnac im Geschmack. Ihr habt ein bisschen was an getrockneten Kirschen, aber auch ein bisschen dunkle Schokolade kommt dazu. Alte Leder ist da, ein bisschen was an Süßholz und auch hier wird es immer noch recht süß mit so einem schönen Karamell, der dazu zustößt. Also hier auch eine wunderschöne Kombination aus vielen verschiedenen Aromen und im Abgang setzt sich eigentlich dieser wunderschöne Trend fort. Ja, es wird vielleicht leicht trockener. Vom Alter her, wie er sich jetzt ja präsentiert, ist es für mich tatsächlich sogar etwas gefühlt jünger, weil er nicht so viel Bitterkeit in sich trägt, nicht viel Trockenheit in sich trägt. Er hat so eine sogar leichte Jugendlichkeit noch so ein bisschen beibehalten, finde ich persönlich. Und auch hier im Abgang löst er das unglaublich elegant. Und hier ist es auch das Ranzio, das noch so ein bisschen übrig bleibt. Dieser pilzige Geschmack ist noch ein bisschen was da. Und dann habt ihr auch eben hier das Zedernholz. Ein bisschen was an getrockneten Feigen sind da. Die Kaffeearomen stößen dazu in Verbindung mit einer schönen Lakritznote noch, also die süße Lakritz. Richtig, richtig toll gemacht. Er wird so diesem Stil, wie er sich jetzt hier präsentiert, absolut gerecht mit dieser wunderschönen Karaffe und natürlich auch dann diesem sehr hohen Preisschild, was an diesem Armagnac dranhängt. Absolute Granate, dieser Armagnac. Und wenn ich ihn beschreiben müsste mit einem Wort, wäre es für mich definitiv die Eleganz. Er ist unglaublich elegant, dieser Armagnac. Er hat sogar, wie gesagt, diese luxuriösen Noten definitiv auch drin, weil er einfach so erhaben wirkt vielleicht auch an der Stelle. Also Daros, Chapeau, eine richtig tolle Abfüllung, sensationell. Und natürlich, es ist eine unglaubliche Handwerkskunst, einen solchen besonderen Blend zu kreieren. Ich bin ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen einer Einzelfasserfüllung und einem Blend, ich würde stets zur Einzelfasserfüllung greifen. Aber wenn natürlich ein Blend so wunderschön gemacht ist, wie jetzt dieser hier von Daros, dann ist es natürlich, er übertrifft natürlich sehr vieles. Und natürlich ist jetzt 890 € ein Preisschild, wo viele von uns sagen, das ist ihnen einfach zu viel für eine Spirituose, selbst wenn sie vielleicht das Geld dafür haben. Wenn ihr mal an diesem Armagnac Engo vorbeikommt, wenn ihr mal vielleicht bei Daros seid, dann fragt mal nach, vielleicht dürft ihr den probieren. Ist er jetzt 890 € wert? Das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Wie gesagt, es ist ja nicht nur der Inhalt, es ist auch diese besondere Flasche, die jetzt hier dazu gehört. Und dann kann man vielleicht sagen, am Ende aufgrund des besonderen Alters ist es auch vielleicht diese 890 € wert. Was ich vielleicht noch schön gefunden hätte, ein paar mehr Informationen zu diesem Armagnac, vielleicht ein bisschen was zu den Traubensorten, vielleicht auch ein bisschen was zu den Cru. Hätte ich mir jetzt gewünscht, wäre schön gewesen, aber unabhängig davon, also rein mal geschmacklich bewertet, und es geht bei uns hier nur um die Wahrheit im Glas und nichts anderes, ist es einfach ein sensationeller Armagnac. Jetzt dürft ihr mal noch gern eure Meinung schreiben. Würde mich mal sehr interessieren, wenn ihr euch eine Spirituosen kaufen würdet, wo ihr sagt, die würde mich unglaublich interessieren. Was wäre da so das Maximum, was ihr bereit wärt, für eine Spirituose auszugeben? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Und natürlich schauen wir am Ende auch noch ganz kurz auf die Punkte, die natürlich bei solch einer hochwertigen, tollen Spirituose auch sehr hoch ausfallen. Wir haben hier 24,5 für die Nase, für mich persönlich das Highlight, diese unglaubliche Vielfalt an Aromen. Wir haben 23,5 für die 3 anderen Kategorien, da kann ich mich jetzt nicht festlegen. Also Nase war für mich das Highlight, aber Geschmack oder Abgang, was jetzt hier besser war, war für mich beides sensationell gut auch. Und wir haben eben für den Gesamteindruck auch die 23,5. Somit haben wir am Ende 95 Punkte für diese besondere Abfüllung. Sie ist zur drittbesten Spirituose der Welt gekürt worden und das kommt nicht von irgendwo. Wir sind am Ende vom Review. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und das bisschen, was hier drin ist, natürlich werde ich noch genießen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.